Hello und good morning alle zusammen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und heute habe ich wieder eine super spannende Neuheit, die ich euch gerne zeigen möchte. Und zwar hat Huda Beauty bzw. Glowish, also ihre Untermarke, hat neues Puder rausgebracht. Und zwar einmal ein Foundation Puder und einmal sind es so Glowy Blushes. Und das fand ich persönlich super interessant, weil es heißt, das Puder soll auch für trockene Haut gut tragbar sein und ich habe super trockene Haut. Deswegen lasse ich meine Finger normalerweise von Pudern und Foundation pudern, weil das funktioniert bei mir einfach nicht. Und sie sagt aber, dass das Puder eben nicht in die Fältchen kriechen soll, die Poren nicht betonen soll, ist jetzt bei mir eher zweitrangig, aber halt so dieses so alte Oma-Gesicht kriege ich immer, wenn ich Puder drauf mache. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe mir auch gleich noch zwei von den Blushes bestellt, weil die haben sich einfach gut angehört und ich fand die Farben super schön. Ja, und ich wollte euch noch zeigen, also so ist das verpackt gekommen und das ist definitiv Packaging Goes, weil schaut mal, dieses Bubble Wrap. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber das ist in Herzchenform. Und das finde ich mega cool. Also ich werde die Tasche definitiv aufbewahren, weil, ja, also richtig cute. Ja, und da drin befinden sich dann auch gleich unsere 3 Schätzchen. Und zwar sieht das so aus. Und wie gesagt, eben einmal das Puder. Ich zeige euch mal das Packaging. Ist interessant, ist irgendwie mal komplett was Neues. Ich zeige es auch mal von der Seite. Und dann kann man den Deckel hier ganz normal aufmachen. Ich bin jetzt auch mal gespannt. Ich habe die allerhellste Farbe genommen, also 01 Fair. Es heißt, es sind Stretchable Shades. Also gehe ich mal davon aus, dass dieser Shade wahrscheinlich für mehrere Hauttöne brauchbar ist. Also sprich, wenn jemand wahrscheinlich noch mal ein bisschen heller oder noch mal ein bisschen dunkler ist als ich, sollte der auch funktionieren. Das sieht an sich schon mal gut aus. Ich bin mal gespannt. Und die Blushes sehen auch echt super cute aus. So sieht auch die Verpackung ist ähnlich, nur halt eben, ich zeige es euch gerade mal, wenn es fokussiert. Genau. Und auch halt wieder so dieses, so. Also auch wieder eben dieses Packaging. Sieht cute aus, finde ich. Dann kann man das auch wieder so aufmachen. Und das ist jetzt die Farbe Caring Coral, also Nummer 2. Und die hier ist Healthy Peach. Also Nummer 1, das ist, glaube ich, die hellste Farbe, die es gibt. Und die andere, also die zweite Farbe, diese Caring Coral, das ist Nummer 2. Ich fand beide Farben super schön. Auf den Bildern war es gar nicht so deutlich, welche besser passt. Deswegen habe ich mir beide bestellt. Genau, und ich dachte, ich probiere sie heute mal aus. Ich habe meine Augen schon gemacht. Genau, und jetzt würde ich sagen, ich swatch euch die Sachen auch noch mal kurz. Jetzt mal rein. Es fühlt sich sehr weich und sehr, sehr samtig an. Okay, es ist recht hell, ich bin mal gespannt. Es fühlt sich aber so fast ein bisschen an wie so Satin. Also es hat einen sehr, sehr soften und wirklich nicht sehr pudriges Gefühl. Also bin ich mal gespannt. Jetzt gehe ich mal in dieses Healthy Peach. Auch gerade. Die Blushes fühlen sich ein bisschen pudriger an. Als das Puder selber. Also die fühlen sich eher so ein bisschen trockener an. So, jetzt gehe ich nochmal in den Shade. So, der ist schon deutlich pigmentierter. Bin ich mal gespannt. Sorry, ich bin der weltschlechteste Swatcher auf Kamera. So, also das Puder ist ein bisschen hell. Ich bin jetzt mal echt gespannt, ob es nicht doch zu hell ist, ob ich doch die eine Nummer dunkler nehmen hätte sollen. Und ihre Empfehlung war es, entweder einen Schwamm zu benutzen für
mittlere Deckkraft oder so einen dichten Pinsel. Ich habe jetzt mal überlegt, sowas. Oder wenn man es ein bisschen leichter haben will, dann nimmt man einen normalen Pinsel. Ich werde es jetzt mal mit dem Schwamm probieren. Bin jetzt echt gespannt. Gehe da jetzt gerade so mal rein. Ich weiß nur nicht, ob das mit dem Schwamm nicht so voll die Produktverschwendung ist, weil der Schwamm vielleicht ein bisschen arg viel Produkt frisst. So, jetzt bin ich echt gespannt. Ich habe jetzt schon ein bisschen Concealer drauf. Oh oh. Okay. Ah, nein. Oder? Nein, 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 nein. Oder? Vielleicht passt es sich noch an. Scheiße. Nein. Uff, aber es ist sehr glowy. Okay, ich bin gespannt, ob ich das irgendwie noch... es ist sehr hell. Egal. Ich mache es jetzt trotzdem mal komplett drauf. Vielleicht passt es sich doch noch ein bisschen an. Okay. Die andere Seite mache ich mal mit dem Pinsel. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein guter Pinsel ist dafür, aber ich dachte mal, ich probiere es mal. Ich tue den auch gerade nur mal so nicht zu fest reintunken. Jetzt bin ich mal gespannt. Also dann gibt es nur ganz, ganz leichte Deckkraft. Also für mehr Deckkraft, ich nehme jetzt doch, ja, schaut mal. Nee. Das ist nur so wirklich für... Aber ich muss sagen, es ist schon arg glowy. Seht ihr das? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, damit werden viele ein Problem haben, weil... Viele haben ja eher ein bisschen Poren, weil bei mir ist es jetzt nicht so ein Problem. Also, es ist zu hell. Ich sehe aus wie ein Geist. Es ist leider zu hell. Ich war mir ziemlich sicher, dass die Farbe für mich passen wird, weil wie gesagt, auf den Modelbildern von ihr auf der Webseite sah das Model eigentlich so nach meinem Hautton aus. Es sah jetzt nicht, es war ein Mann, nicht so übertrieben hell aus. Deswegen habe ich gedacht, okay, das zweite könnte mir schon zu dunkel sein. Ja, also es ist ein Ticken zu hell. Es geht gerade noch. Ich denke, mit einem Bronzer kann ich das jetzt alles ein bisschen noch retten. Ja, und, also ich weiß nicht, schaut mal, ist es schon arg glowy. Selbst für mich, ich habe super trockene Haut, aber selbst ich finde es ein bisschen arg glowy. Und ich glaube, ich würde das nicht im ganzen Gesicht benutzen. Also eher so ein bisschen als Setting Powder, halt ein bisschen vielleicht hier und da, beziehungsweise ich finde... Man könnte es fast sogar so als ganz dezenten Highlighter benutzen für Leute, die vielleicht wirklich nur gerne dezenten Highlighter haben wollen. Finde ich, könnte man das wirklich, schaut mal, als Highlighter benutzen. Ja, also, und es fühlt sich schon ein bisschen trockener auf der Haut. Also, es ist jetzt nicht extrem, aber es spannt trotzdem. Das heißt, es ist immer noch ein Puder, also... Ich bin jetzt mal gespannt, wie es sich über den Tag verhält, aber bei mir spannt es schon so ein bisschen im Gesicht. Also ich finde es jetzt nicht so mega angenehm. Und für die Deckkraft jetzt muss man schon mit dem Schwamm arbeiten. Also ich finde die Deckkraft finde ich schön. Die Haut kommt durch. Scheint sich doch ein bisschen so in meinem Hautton noch ein bisschen anzupassen. Ich habe das Gefühl, es hat ein bisschen nachgedunkelt. Es sieht nicht mehr ganz so hell aus. Ich trage jetzt mal einen Bronzer auf, weil das geht nicht. Ich wollte eigentlich nur Blush auftragen heute, aber das geht nicht. Und dann komme ich nochmal zurück und dann testen wir gemeinsam den Blush. Bis gleich. So, also ich habe jetzt mal Bronzer drauf gemacht. Ich wollte es jetzt nicht zu krass übertreiben, weil sonst ist der Kontrast zwischen hell und dunkel zu crazy. Ich glaube, so geht's einigermaßen. Oh, ich muss schon sagen, es ist schon sehr glowy. Vor allem, ich habe ja so gut wie gar keine Poren. Flusel von dem Pinsel. Aber ich habe das Gefühl, selbst bei mir, so diese kleinen Pickelchen, nenne ich es jetzt mal, was ich habe, betont es bei mir extrem. Also das kann ich mir kaum vorstellen, dass das für die breite Masse gedacht ist, weil die meisten wollen ja eben nicht, dass man die Textur der Haut sieht. Und ich finde dadurch, dass es halt so glowy ist, betont man natürlich jeden Scheiß.
Ja, also ich weiß nicht, mag sein, dass es auf Fotos vielleicht ganz schön aussieht, weil die Haut dann so richtig juicy ist, aber für den Alltag finde ich es ein bisschen arg glowy. Und das sage ich als jemand, der mehr Glow will. Ich will nur Glow, aber das ist, weiß nicht. Also bin ich mal gespannt. Ich finde schon, ja, ich weiß noch nicht, was ich davon halte. Aber ich möchte auf jeden Fall mal jetzt noch die Blushes ausprobieren. Die Blushes kann man, glaube ich, ganz normal mit dem Pinsel auftragen. Ich habe hier mal zwei Varianten auch. Der hier ist ein bisschen dichter und Kunst und der ist ein bisschen fluffiger und ist Naturhaar, glaube ich. Ich möchte beide mal testen und gucken, wie sich der Blush verhält. Okay, ich mache auf die eine Seite mache ich mal den helleren, auf die andere Seite den dunkleren. Ich fange jetzt mal mit dem Healthy Peach und nimm mal den etwas dichteren Pinsel dafür. Und dick da mal so ein bisschen rein. Also es kommt auf jeden Fall Pigment mit. So, I'm nervous. Ich bin mal gespannt. Okay, passiert schon mal nicht sehr viel. Doch. Ja, schaut mal, also viel mehr geht nicht. Ich schätze mal einfach, weil jetzt ich nur Puderschichten habe. Wenn man vielleicht eine Foundation nimmt und sie nur ganz leicht settet, bleibt das Pigment vielleicht besser haften, weil ich glaube, es ist einfach zu viel Puder drunter, also es haftet fast gar nicht. Und so an sich finde ich den Blush, glaube ich, recht schön. Aber müsste ich mal auf eine normale Foundation ausprobieren. Ich probiere jetzt mal den dunkleren, ob der vielleicht ein bisschen besser rauskommt. Auf jeden Fall, Pigment ist da. Ob der vielleicht sich besser verhält? Ja. Ja, ich glaube, es ist einfach viel zu viel Puder jetzt als Base drauf. Deswegen kriege ich das Pigment jetzt gar nicht groß drauf. Mit dem Pinsel geht es besser. Habe ich das Gefühl, dass da das Pigment besser grippt. Aber ist jetzt echt schwer für mich, was zu sagen, weil ich glaube, es ist einfach zu glitschig, weil da halt nur Puder drunter ist. So an sich sieht es eigentlich schön aus, finde ich. Sieht schön ebenmäßig aus. Ich glaube, von der Pigmentierung auch richtig gut. Ja, müsste ich mal auf meine normale Foundation ausprobieren und gucken, wie es sich da verhält. Aber so gegen die Blushes kann ich, glaube ich, vorerst mal noch nichts sagen. Ich mache mal kurz alles fertig. So, I'm back. Ich habe ein bisschen Setting Spray drauf gemacht. Ich habe jetzt extra eins drauf gemacht, was nicht arg glowy ist. Das ist dieses Make It Last von Milani. Das fühlt sich bei mir manchmal ein bisschen, ja nicht trocknend, aber man merkt, es ist kein so Feuchtigkeits-Setting Spray. Aber ich muss sagen, das Make-up hält tatsächlich sehr, sehr gut mit dem Setting Spray. Das habe ich jetzt auch drauf gemacht. Ja, und also ich muss sagen, bei mir spannt die Haut schon so ein bisschen. Vom Shade her finde ich, geht's. Also es ist minimal, je nachdem wie das Licht fällt, ist es ein bisschen zu hell. Ich hätte auch die Nummer dunkler nehmen können, aber ich muss sagen, das mit dem Stretchable stimmt auf jeden Fall, weil ihr habt es ja gesehen, ganz am Anfang war das ja richtig weiß. Und jetzt mit dem Bronzer und so finde ich es geht. Es sieht nicht arg crazy aus, also ich sehe jetzt nicht übertrieben zu hell aus. Von dem her, da kann ich sagen, ja, also es sind definitiv stretchable Shades. Die Blushes finde ich eigentlich auch soweit sehr, sehr schön. Die sehen sehr natürlich aus. Muss ich dann auch nochmal, wie gesagt, einfach auf einer anderen Base probieren. Aber ich glaube, die Blushes finde ich eigentlich ganz okay. Falls es euch interessiert, was ich was ich für mein Augen-Make-up benutzt habe. Das ist die Palette von Rare Beauty. Und zwar die erste, die sie rausgebracht hat. Die hier benutze ich sehr, sehr gerne. Gerade so für den Alltag finde ich die sehr, sehr schön. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, und das ist so mal der erste Eindruck. Ich hoffe, hat euch weitergeholfen. Ich werde die Sache noch mal ein bisschen weiter testen. Hello, alle zusammen. Es ist super spät. Ich habe das Puder jetzt sicherlich gute 10 Stunden drauf gehabt, habe gearbeitet. Ja, und ich wollte euch einfach nur noch mal kurz zeigen, wie sich die Produkte verhalten, nachdem man sie den ganzen Tag drauf hatte und Mundschutz und Pipapo. Blush ist eigentlich noch relativ gut drauf, muss ich sagen, bin ich auch echt erstaunt.
Puder ist auch mehr oder weniger noch in place. So klar an der Nase vom Mundschutz hat sich ein bisschen abgerieben. Aber sonst sieht es eigentlich noch relativ gut aus. Es spannt auch nur so ein bisschen, also es spannt weniger als ein herkömmliches Puder, sage ich jetzt mal. Aber es fühlt sich trotzdem ein bisschen trocken an auf der Haut. Also die Foundation fühlt sich bei mir besser an auf der Haut. Aber so als Alltagspuder finde ich es einfach viel zu glowy. Ich würde es jetzt wirklich nur partiell auftragen an den Stellen, die, ja, so gerade hier halt so an den Wangenknochen vielleicht. Aber so komplett als Foundation, weiß nicht. Bin ich noch nicht überzeugt. Ja, muss ich mal mit anderen Cremes und einfach mal durchprobieren. Genau, das war alles zu meinem kleinen Check-up und dann würde ich sagen, das war's. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir doch gerne einen Daumen hoch, da freue ich mich drüber. Und ansonsten abonniert auch gerne meinen Kanal, da freue ich mich fast noch mehr drüber. Ja, und dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao!